1954 suchten wir nach einer neuen Science-Fiction-Geschichte. Ich arbeitete damals mit dem Produzenten William Arnold. Insgesamt machten wir 9 Filme zusammen. Er war ein sehr guter Produzent, doch kurz nachdem sein Vertrag bei Universal ausgelaufen war, stieg er aus dem Filmgeschäft aus. Ich fand in einer Zeitung eine Meldung aus Madagaskar. Dort hatten sie einen Coelacanth gefunden, ein prähistorisches Lebewesen. Dieses Geschöpf besaß nicht nur Kiemen, sondern auch eine Lunge und Überreste von Beinen. Es schien, als sei es aus dem Meer gekommen, um an Land zu leben, dann aber wieder ins Meer zurückgekehrt und dort geblieben. Für die Wissenschaft war das damals ein wichtiger Fund. Da kam mir der Gedanke, noch einen Schritt weiter zu gehen und dem Wesen eine menschliche Gestalt zu geben. Daraus entwickelten wir dann die Geschichte des Films. And then we came up with a story called The Creature from the Black Lagoon. And we put it in the Amazon because the Amazon itself is romantic, mysterious. Als Hintergrund nahmen wir den Amazonas, denn der Amazonas ist voller Romantik, geheimnisvoll und furchterregend. Selbst heute gibt es dort noch unerforschte Gebiete. Wir erfanden also ein Monster, das sich allerdings nicht Monster nannte. Ich nannte es Kleines Biest und hatte es sehr gern. Although I didn't call him a monster, I called him a little beastie, and was very fond of him. Seine Geburt war schwierig. Wir probierten alles Mögliche aus. Wir bauten einen Wassertank, den es immer noch auf dem Studiogelände gibt, um zu testen, wie es unter Wasser aussieht. Zuerst versuchten wir es mit einer Art langer Unterhose, aber sie leierte im Wasser aus. Wir probierten 5 verschiedene Sachen aus, nichts funktionierte. We tried about 5 things and nothing worked. I don't have it here, but I had, when I was nominated for the Academy Award, I had the figure of the Oscar. Da brachte mich der Oscar, für den ich einmal nominiert worden war, auf die entscheidende Idee. Das ist unser Kiemenmann. Wir geben der Oscar-Figur Kiemen und Schuppen, Hände und Füße mit Schwimmhäuten und modellieren einen dazu passenden Fischkopf. So wurde es dann auch von den Maskenbildnern gemacht. And the makeup department made one. Then we went to Florida to look for locations, and I went to Silver Springs where they do that big show. Wir fuhren nach Florida, um einen geeigneten Drehort zu suchen. Und in Silver Springs sah ich in einer großen Unterwassershow einen tollen Schwimmer, Riku Browning. Er konnte etwa 5 Minuten unter Wasser bleiben, ohne Luft zu holen. Wir nahmen ihn mit nach Hollywood, um einen Gipsabguss von seinem Körper zu machen und fertigten danach das Kostüm des Ungeheuers. Wir probierten aus, wie lange er damit unter Wasser bleiben konnte, und er konnte das erstaunlich lange, obwohl in dem Kostüm kein Platz für irgendwelche Atemgeräte war. Erstens hätte man die Luftblasen gesehen, und dann war das Kostüm hauteng. Because he could stay under for a very long time, and there was no place in the suit to put any breathing devices, otherwise it would show bubbles, and it would show, since it was skin tight, there wasn't any room for anything. So when he needed air, wir hielten also hinter der Kamera ein Sauerstoffgerät bereit, und wenn er Luft brauchte, steckte er sich den Atemschlauch durch die Maske in den Mund, schwamm dann wieder ins Bild und wir filmten weiter. And then he would swim away when he'd go back into the shot. And I started the cameras again and we continued shooting. He was just marvelous. Browning war einfach wunderbar. Er arbeitet heute als Regisseur in Florida, speziell für Unterwasseraufnahmen. Zum Beispiel hat er alle Unterwasserszenen für die letzten James-Bond-Filme gedreht. And he works all the time. And when I was going to make Creature 3, wenn es zu einem Remake des Schreckens vom Amazonas kommen sollte, wird er für mich die Unterwasserszenen drehen. Dann soll er einem anderen Schwimmer beibringen, so zu schwimmen wie er damals. So anmutig und so macho, mit einer Urkraft, die die Leinwand zu sprengen schien. So macho. It had a primitive kind of feeling to it.
He managed to really, it jumped out at the screen at you. Jack Keevan made what I call the little beastie. Jack Keevan, einer unserer Maskenbildner, modellierte den Kopf des kleinen Biestes. Und ich sage Ihnen, ich hätte den nicht einmal aufgesetzt, um damit unter die Dusche zu gehen und schon gar nicht, um damit unter Wasser herumzuschwimmen. Aber Rico setzte ihn sich einfach auf. Er passte und er passte auch genau zu dem Kostüm. Übrigens, das kleine Ungeheuer links von mir ist von Phil Tippett, der für George Lucas arbeitet. Als er hörte, dass ich ein Remake plane, George und Tippett sind Fans von meinen Filmen, schickte er mir diese Figur als Anregung für einen neuen Kiemenmann. Ich habe zwar etwas andere Vorstellungen, habe mich aber sehr darüber gefreut. Warum hatten Sie für das Ungeheuer an Land einen anderen Schauspieler? Because I shot the underwater stuff first. Also, ich filmte die Unterwasserszenen zuerst. Doch dann gab es eine Überschneidung im Drehplan und einige Unterwasseraufnahmen mit Rico Browning mussten ohne mich gedreht werden. Ich gab dem Unterwasserteam ein gezeichnetes Drehbuch und dem mussten sie folgen. Ich brauchte also zur gleichen Zeit einen zweiten Darsteller als Ungeheuer für die Dreharbeiten an Land. Der Schauspieler, den ich für das Ungeheuer an Land aussuchte, hatte die Figur eines Basketballspielers. Er hieß Ben Chapman und war fast 2 Meter groß. Unter Wasser kann man die Körpergröße nicht bestimmen. Man kann nicht sagen, wie groß etwas ist. Aber an Land ist das ganz anders. So that I cast a big man to play him. And I tried very hard in this film. I said, above all, I wanted to like the monster. Bei diesem Film gab ich mir große Mühe, das Monster liebenswert zu machen. Deshalb nannte ich es Kleines Biest. Es wollte keine Unruhe stiften, aber es wurde angegriffen und musste sich verteidigen. Wir alle sind fähig zu Gewalttaten, wenn wir nur genügend provoziert werden. Und weiß Gott, wir haben sie ja auch begangen. And if any violence happened, we're all capable of violence. Of the most bizarre, if we're provoked enough. All of us are. To do a lot of violence. And God knows we have. Das Biest wird nur gewalttätig, weil man es bedroht. Deshalb wollte ich, dass die Sympathien der Zuschauer auf seiner Seite sind. So I wanted the audience's sympathy to be with him, really. Wer dachte sich die berühmte Schwimmszene aus? Das war ich. Für mich war das praktisch der Inbegriff der Männlichkeit, des Macho, des rohen Mannes, der von dieser Frau fasziniert ist, die er noch nie zuvor gesehen hat, die da schwimmt und eine Art Wasserballett vorführt. Male, who was fascinated by this female he had never seen before, swimming and doing a kind of a water ballet. And his curiosity just, he doesn't go to harm. Er will ihr nichts tun, er will sie nur ansehen und mit ihr zusammen schwimmen. Er schwimmt auf dem Rücken, um sie besser beobachten zu können. Und das war sehr erotisch. Ich konnte auch gar nicht weitergehen, um Sex und Sinnlichkeit hineinzubringen. Die Moralvorstellungen von damals hätten uns ohnehin nicht mehr erlaubt. The mores of the times wouldn't let us do anything else anyway. I waited until midday, until the sun was directly overhead. Ich wartete bis Mittag, bis die Sonne senkrecht stand, um eine gleißend helle Wasseroberfläche zu bekommen, in der das Mädchen fast als Silhouette erscheint. Ich freute mich sehr, als ich die Muster sah, wie gut das rauskam. Ich glaube, das war die eindrucksvollste Szene des Films. Hatten Sie ein Double für Julie Adams? Yes. I had a stunt swimmer from the same place I got Rico Browning. Ja, eine Schwimmerin von dort, wo ich auch Rico Browning gefunden hatte. Ein Mädchen, das fast die gleiche Figur wie Julie Adams hatte. Sie war eine fantastische Schwimmerin und man konnte die beiden nicht unterscheiden. Ich filmte Julie, wie sie in einem See auf dem Studiogelände schwimmt und schnitt von ihr auf das Mädchen in Silver Springs mit dem kleinen Biest unter Wasser.
Alles war von mir genau vorgezeichnet und wir alle wussten, was wir wollten. We had it all storyboarded and we all knew what we wanted. Der Film war ein großer Kassenerfolg. Very big. Es musste einfach eine Fortsetzung geben. Er rettete das Studio. Was gab es für Probleme? Because no one was going to films. Television was beginning to take over. Niemand ging ins Kino. Das Fernsehen setzte sich immer mehr durch und die Leute blieben zu Hause. Dieser Film holte sie ins Kino zurück und spielte für die Universal viel Geld ein. Sie stand nämlich kurz vor dem Bankrott. So this and its sequel and the following films I made. Also dieser Film und alle weiteren Science-Fiction-Filme, die ich drehte, brachten der Gesellschaft, was sie dringend brauchte. Wenn das zum jetzigen Zeitpunkt geschehen wäre, dann wäre ich in der gleichen Position wie Steven Spielberg. If it were today, I would be in the same position Steven is in. Aber ich war nur ein Angestellter und bezog ein Gehalt. Ich arbeitete 52 Wochen im Jahr und wurde für 52 Wochen bezahlt. Mir wurden Filme zugeteilt und wenn ich einen nicht drehen wollte, wurde ich so lange beurlaubt, bis ich einem Drehbuch zustimmte. Ich war also nur ein Angestellter, ohne Gewinnbeteiligung. Mir gehörte nichts. Erst als ich hier aufhörte und Die Maus, die brüllte gedreht hatte, wurde das anders. Ich wünschte, ein Teil von diesem Baby hätte mir gehört. Dann ginge es mir jetzt wie George Lucas. I'd be like George Lucas is now.